7,16 Meter lang, 2,93 Meter breit und 3,97 Meter hoch. Und das sind noch niemals die wichtigen und beeindruckendsten Maße dieser zwei Kollegen hier. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute hier, wie ihr sehen könnt, mal wieder mit Landmaschinentechnik. Und zwar handelt es sich hier, wie ihr sehen könnt, um die Claas Xerion 12650er. Im Maßstab 1:32 von der Firma Marge Models aus den Niederlanden. Und wie ihr sehen könnt, das sind richtig brachiale Geräte. Ja, ich habe sie Ach und Krach hier auf den Teller drauf bekommen, auf die Drehscheibe. Und wie ihr sehen könnt, die sind, ja, das sind ganz besondere Fahrzeuge, beziehungsweise ja, im Echt, aber auch im Modell. Denn sie sind die teuersten, die sich herausgekommen sind und auch die größten und schwersten in ihrer Klasse. Also Traktoren, ja. Mähdrescher sind natürlich noch mal eine Nummer anders. Wie gesagt, die beiden kommen in der Claas Leader Edition, die blende ich euch hier ein. Und ja, sind jeweils limitiert auf 2000 Stück. Und die Teile, wie ihr sehen könnt, sind wirklich sehr, sehr brutal, ja, breit, auffällig. Ja. Alleine hier diese Front, ne, die ist wahnsinnig groß. Ja. Also ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes, eine große Schnauze haben sie beide. Allerdings nehmen sie ihren Mund auch nicht zu voll, denn die leisten wirklich einiges. Unter den beiden Abdeckungen hier, die wie ihr sehen könnt, auch sogar durchstochen sind, ja, das ist nämlich keine Normalität, ja, das ist selten in dem Maßstab bzw. in der Preisklasse, das ist durchstochen, das gefällt mir sehr gut. Also wie gesagt, hier drunter befindet sich ein bis zu 650 PS starker Mercedes-Benz Motor, der ebenfalls übrigens auch dasselbe Aggregat im Lexion und im Jaguar von Claas verbaut sind. Lexion habe ich letztes Jahr erst vorgestellt, den Mähdrescher, guckt ihn euch gerne im Anschluss mal an, auch von Marge Models, klasse Modell. Übrigens ein 15,6 Liter Aggregat schlummert hier runter. Ein so ein Kollege wiegt übrigens 25 Tonnen, ja, das ist nochmal eine Ansage, würde ich sagen, und der hier wahrscheinlich noch mehr, weil der hat Zwillingsbereifung, wie wir sehen können. Ja, also das ist die normale Version, ja, wie sie verkauft wird mit sogenannten Triangellaufwerken, ja, also hier, wie ihr sehen könnt. Ja, und da ist auch eine Besonderheit, ja, heute geht es ein bisschen durcheinander, das Video. Die Triangellaufwerke sind, wie gesagt, hier gummiert, ja, logisch. Und auch hier das rote ist Metall, ja, die Laufbänder, beziehungsweise die Felgen, oder wie nennt man das? Laufrollenhalter. Die sind aus Metall, das ist sehr gut, das lobe ich mir. Genauso wie hier bei dem anderen Traktor, die Zwillingsbereifung, auch die Felgen hier sind aus Metall. Was will man mehr? Ja? Alles hier ist Diecast, ne? Die Motorhaube, auch Metall. Und vor allem, was auch noch sehr interessant ist, alle beide Dächer sind auch aus Metall. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ansonsten hier auch die Halterung für die Gewichte, die übrigens auch mitgeliefert sind. Ja, ich blende sie euch gleich hier ein. Die kann man hier drauflegen. Das ist auch aus Metall. Genauso wie die Gewichte selber. Das ist klasse. Das muss so sein. Alles andere wäre auch unglaubwürdig. Ne? So, wie ihr hier sehen könnt. Das sind die Gewichte. 4 Stück an der Zahl. Ist von jedem von diesen Modellen dabei. Und Zubehör dazu. Ich habe jetzt mal einen stellvertretend rausgesucht, einen Stift. Die kann man jeweils hier vorne drauf packen. Und hier hinten ebenfalls, ja, bei beiden. So, einfach die Gewichte hier nehmen. So, sie halten automatisch, ja, und jetzt kann man noch den Stift hier reinschieben. So, das für vorne und jetzt zeige ich es auch noch hinten. So, und dasselbe Spiel von hinten, ja, Gewichte auch drauf. Und dasselbe, wie gesagt, kann man bei dem auch machen. Ja, wie gesagt, hier die Raupen kann man drehen, ja, wie ihr sehen könnt, ist jetzt gerade eingeschlagen. Genauso wie bei dem anderen, bei der sogenannten Truck. Ne? Das ist der Terra Truck und das ist der normale Truck. Von der Seite, wie gesagt, auch sehr brachiale Teile. Ne? Ihr könnt sehen, hier allein diese Schnauze ist brutal. Hier, das ist auch sehr filigran und detailreich gelöst hier unten. Ja, die Warnaufkleber. Ja, hier unten auch unter dem Feuerlöscher, ne, wie ihr sehen könnt. Das ist alles sehr gut. Ja, oben drüber auch. Hier Wasserfüllstutzen ist auch da. Klasse Modelle, wie gesagt, sie kosten auch eine Stange Geld, aber sie sind wenigstens auch ihr Geld wert, meiner Meinung nach. Die Verarbeitung sehr gut, kann man überhaupt nichts dagegen sagen, meiner Meinung nach. Die einzige Kritikpunkt, die ich habe bei beiden Modellen, die Motorhaube lässt sich leider nicht öffnen. Ja, das ist schade, das hätte ich mir gewünscht, dass es aufgeht, aber naja, man kann nicht alles haben. Dafür sind sie ja, wie gesagt, praktisch voll aus Metall. Und das gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Auch hier die Elemente, das ist alles sehr gut gemacht und auch aus Metall, wie ihr hören könnt. Ne? Genauso hier die Treppe, auch sehr gut gemacht.
Sehr detailliert, den Innenraum gucken wir gleich nochmal an. Hier hinten ist auch alles sehr detailliert umgesetzt worden. Hier die Warnbarken, ja, der kleine Feuerlöscher hier, 50 km/h. Ne, ich glaube, weiß gar nicht, 40 km/h konnte auf jeden Fall der Taratrack fahren. Ob der jetzt 50 kann, das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich schon, wenn es drauf steht. Und ja, hier die Hydraulik, ne, auch sehr filigran und detailgetreu umgesetzt worden. Kann man nichts sagen. Hier oben kann man dann auch noch Gewichte übrigens drauflegen jeweils, ne, hier und hier. Und auf der anderen Seite, das ist eine Neuheit für das Modell in echt, und zwar dieser diese platzsparende Abgasanlage. Normalerweise wäre der nämlich viel höher, ne, und das legt Glas sehr Wert drauf, dass sie das jetzt so gehandhabt haben. Ja. Ansonsten, wir können noch die Spiegel hier ein- und ausstellen, ne, hier, das funktioniert. Genauso wie bei dem anderen geht das auch. Hier, die Hupen sind noch dran. Türen kann man hier auch öffnen, beziehungsweise jeweils nur auf einer Seite. So. Und wir können sehen, hier im Innenraum ist auch alles wirklich detailliert gemacht. Das sind sehr große Kanzeln, ne? Die kann man sogar auch hier bei den Dingern umstecken. Ne? Also in echt, die können sich drehen nach hinten raus. Ne? Das ist sehr praktisch. Das ist wie gesagt Systemtraktoren. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Freund von, weil optisch, naja, klassische Traktoren sehen einfach schöner aus. Ne? Wo übrigens, apropos bei klassischen Traktoren, ja, habe ich auch schon einen vorgestellt, ja, den Fendt 1050er, ja, den ich auch sehr schön finde. Ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt ihn euch unbedingt im Nachhinein an. Oder die ganze Playlist auf jeden Fall für Landtechnik. Das sind auf jeden Fall sehr schöne Modelle. Ansonsten können wir noch sehen, den Bildschirm hier drin, ne, zum Steuern. Das ist auch alles automatisiert mittlerweile. Also da guckt keiner mehr drauf, wie irgendwie auf einer Strecke bleibt, sondern das wird alles einprogrammiert. Und die regeln das im Prinzip von selber mittlerweile. Hier vorne können wir natürlich noch sehen auf der Motorhaube Claas Xerion 12650. Und hier könnt ihr auch sehen, das Ganze ist durchstochen hier. Ja, das habe ich schon erwähnt. Ja, wer ist schöner? Welches Modell? Ich weiß es nicht. Entscheidet ihr. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kann mich nicht entscheiden. Schön in Anführungszeichen, also gewaltig auf jeden Fall. Ich glaube, mir gefällt der hier besser mit den Zwillingsbereifungen, aber die haben beide auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ich meine, ich stand jetzt noch nicht direkt vor so einem 12.650, aber von so einem Pendant von Case, das sind richtig brachiale Teile. Also einschüchternd auf jeden Fall. Ja? Also im Straßenverkehr seid ihr auf jeden Fall der Boss, King of the Road mit den Teilen. Wie gesagt, was sagt ihr zu den beiden Fahrzeugen? Das würde mich wirklich interessieren. Ja? Ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.